Bei der Auswahl der Zwischenfrucht stellt sich natürlich immer die Frage, was passiert, wenn einzelne Pflanzen in der Zwischenfrucht in die Blüte kommen, aussamen und die Samen in der Folgekultur keimen und Probleme machen. Wir gehen in diesem Video der Frage auf den Grund, wann passiert das, warum passiert das und schauen uns an, was man dagegen machen kann. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Gib uns doch gerne ein Abo, wenn dir unser Video gefällt. Also abonniere den Kanal auf YouTube. Es geht in diesem Video darum, was passiert, wenn Zwischenfruchtpflanzen aussamen, welche Probleme können sie bereiten und wann passiert das überhaupt? Also welches Phänomen geht's? Das ist, glaube ich, relativ augenscheinlich. Die Zwischenfruchtpflanzen kommen in die Blüte, das passiert bald einmal und dann kann es so weit gehen, dass die bis in den Herbst reif werden und die Samen der Pflanzen letztlich zum Boden kommen und dann im Frühjahr keimen und dann so weit kommen, dass sie in der Folgekultur als Unkraut da sind und Probleme machen können. Warum wollen wir prinzipiell nicht, dass die Zwischenfrucht dahin kommt? Logischerweise, wir wollen natürlich kein Unkraut in die Folgekultur bringen. Dass das aber meistens gar nicht so ein großes Problem ist, das zeige ich dir später noch im Video. Vorweg ist es aber so, dass auch von den Zielsetzungen einer Zwischenfrucht die Blüte eigentlich nicht wirklich das ist, was wir wollen. Denn mit dem Zeitpunkt des generativen Wachstums, also zu diesem Zeitpunkt stellt die Pflanze um und beginnt Blüten zu bilden, geht sozusagen in den Vermehrungsstatus, in den Prozess der Bildung eben der Samen. Ab diesem Zeitpunkt wird das Wurzelwachstum zu einem großen Teil eingestellt. Die Wurzelausscheidungen verändern sich und werden auch weniger. Das heißt, viele Dinge, die wir eigentlich mit der Zwischenfrucht erfüllen wollen, nämlich Wurzelausscheidungen, Bodenmikroben damit füttern, Wurzelwachstum, also Strukturaufbau, Bodenstruktur verbessern, Verdichtungen beheben. Diese Funktionen hören zu einem gewissen Grad auf, wenn die Pflanze in die Blüte kommt. Das heißt, prinzipiell ist es nicht erwünscht, dass Zwischenfrüchte blühen. Ja, ist aber kein Wünsch dir was, weil das natürlich abhängig von der Natur ist. Und wenn wir eine Zwischenfrucht im Sommer aussehen, dann kann das und passiert das oft, dass sie in die Blüte kommt. Und dann ist die Folge natürlich, dass es passieren kann, dass sie samenreif werden und aussamen. Das heißt, die erste Frage ist, wann passiert das? Das hängt natürlich mal von den Pflanzenarten ab. Überwinternde Pflanzenarten brauchen in den allermeisten Fällen den Kältereiz, dass sie ins generative Wachstum kommen. Das heißt, die kommen erst im Frühling in Richtung Blüte und das Potenzial des Aussamens. Das heißt, die überwinternden Pflanzen machen prinzipiell nicht so oder bergen nicht so das große Risiko des Aussamens. Es geht also eher um die abfrosteten Pflanzenarten. Dabei kommt es darauf an, wie lang die Vegetationszeit dieser Pflanzen in der Natur ist. Also diese Pflanzen, die Zwischenfrüchte, die wir da aussehen, die keimen ja meistens, oder fast alle eigentlich, in der Natur im Juli, August. Dieses Ding hier, das ist das Mikrofon und das hat in diesem Video leider Probleme gemacht, sodass teilweise der Ton schlecht ist, die Qualität des Tons schlecht ist. Das haben wir versucht zu kompensieren, indem wir dann den Text ins Video, ins Bild hineingeschnitten haben. Ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs annehmbar für dich und jetzt starten wir damit. Also diese Pflanzen, die Zwischenfrüchte, die wir da aussehen, die keimen ja meistens, oder fast alle eigentlich, in der Natur wie sie aussehen, sondern in unseren Breiten, wenn wir da an einen Ölrettich, an einen Gelbsenf, an einen Buchweizen denken, dann keimen die, oder normalerweise im Frühling, kommen dann mit der Änderung, also ab dem Zeitpunkt, wo der Tag länger wird wie die Nacht, in Richtung generatives Wachstum, Blüte und blühen dann und werden dann im Sommer reif. Wir sehen die aber zu einem ganz anderen, eigentlich unnatürlichen Zeitpunkt aus. Landwirtschaft ist ja Kulturführung und eben wir versuchen uns ja nur an die Natur anzupassen und so gut wie möglich die Natur zu imitieren. Aber auch hier machen wir das natürlich zu einem gewissen Grad nur. Und wenn wir im Sommer aussehen, dann haben die aufgrund der Tageslängen, die meisten Pflanzen oder viele Pflanzen sind aufgrund der Tageslängen gesteuert. Je früher wir die aussehen, desto eher kommen die so im Juli und im August sozusagen im Stress aufgrund dieses Photoperiodismus, also dieser Tageslängengeschichte, in Stress sozusagen und wollen so schnell wie möglich in die Blüte gehen und ins generative Wachstum kommen. Das heißt, eine frühe Aussaat fördert in vielen Fällen auch eine frühe Blüte. Man kennt das beim Gelbsenf, man kennt das beim Ölrettich, dass ganz früh gesäte Zeitpunkte auch früh zu einer Blüte führen und ganz späte gar nicht. Und wenn die Aussaat so spät ist, dass die Pflanze dann in den September hineinkommt, relativ klein noch, dann ist der Tag ja wieder
kürzer und dann löst es die Blüte oft gar nicht aus. Das heißt, wir haben diese Tageslängen-Thematik und natürlich Unterschiede bei den Pflanzenarten. Es gibt Pflanzenarten, die bei uns nicht heimisch sind und die wir als Pflanzen als Zwischenfrucht verwenden. Das ist das Ramtilkraut zum Beispiel, das ganz typisch und oft verwendet wird. Und das ist aus dem Tropen, das meines Wissens nach gar nicht von der Tageslänge gesteuert wird, sondern über die Zeit. Und das geht sich nur ganz selten aus, dass dieses Ramtilkraut überhaupt in die Blüte kommt in einer Zwischenfrucht. Ich habe es schon gesehen, das blüht gelb. Es kann in manchen Jahren in langen, früher Aussaat, langer, warmer Herbst passieren, aber es geht sich nie aus, dass das aussamt. Andere Pflanzenarten, die auch relativ lange Vegetationszeiten haben, ist zum Beispiel der äthiopische Senf. Auch die Pflanze kommt eigentlich aus südlichen Breiten, aus dem afrikanischen Raum ursprünglich und hat damit eine lange Vegetationszeit. Das heißt, man kann bei den Arten unterscheiden. Welche Arten sind risikoreich, dass sie aufgrund ihrer kurzen Vegetationszeit bis zum Aussamen kommen? Das ist ganz besonders natürlich der Buchweizen, der ist bekannt dafür, dass er aussamt. Das ist die Kresse, das ist der Leindotter. Auch diese Pflanzenarten haben sehr kurze Vegetationszeiten. Aber auch der Ölrettich, die Phacelia. Diese Pflanzenarten können genauso aussamen, können also sozusagen ein gewisses Risiko bringen. Beim Klee ist das Risiko meiner Erfahrung nach sehr gering. Ich habe das noch nie gesehen, dass das so weit kommt. Erbsen können so weit kommen, Futtererbsen. Also Picken habe ich auch noch nicht gesehen, dass sie reif werden. Aber wenn du da was anderes gesehen hast, kommentier es gerne unten in den Kommentaren. Das heißt, prinzipiell haben wir das Risiko, können wir das Risiko ein bisschen abschätzen aufgrund der Pflanzenarten, die wir auswählen und aufgrund des Saatzeitpunkts. Je früher die Aussaat, desto höher das Risiko, das schneller zu einer Blüte und das natürlich dann auch aufgrund der längeren Zeit, wo es warm ist, die Pflanzen zum Auskommen können. Das ist eigentlich auch relativ logisch. Ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, der ist aber auch Hitzestress oder Trockenstress. Das heißt, Pflanzen, die zum Beispiel wie der Sorghum oder das Sudangras, die haben üblicherweise eine Vegetationszeit bis zum Rispenschieben, heißt es glaube ich bei denen. Also quasi wenn die Blüte kommt, von 80, 90 Tagen. Es kann aber passieren, dass wenn diese Pflanzen unter besonderem Trockenstress oder Hitzestress stehen, obwohl sie sowieso schon sozusagen sehr, sehr tolerant sind. Aber wenn dieser Trockenstress besonders hart ist oder eine Stresssituation besonders stark da ist, das betrifft auch andere Pflanzen, können die in wesentlich kürzerer Zeit in die Blüte gehen. Das heißt, das ist dann so groß und versuchen einfach nur aus Überlebensdrang, evolutionsbiologisch sozusagen aus Überlebensdrang, so schnell wie möglich irgendwelche Samen zu bilden, die dann im besten Fall ins nächste Jahr kommen. Das ist der Drang, Pflanzenarten zu überleben. Das heißt, unter Stresssituationen, Trockenstress, Hitzestress und andere abiotische Stresssituationen können dazu führen, dass es früher zu einer Blüte kommt und früher zu einer Samenbildung, unabhängig von Tageslänge, Aussaat und allgemeiner Vegetationszeit. Entscheidend ist aber auch natürlich, wie die Witterung im Herbst ist. Nur weil die Pflanzen geblüht haben und Samen sich gebildet haben, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Samen ausreichend trocken werden, im Winter und Herbst ausreichend trocken werden, dass sie dann im Boden im Frühling keimen können. Das heißt, in vielen Fällen, zum Beispiel bei der Sonnenblume, die Sonnenblume kommt oft in die Blüte, das schaut ja auch ganz schön aus und oft kommt die sogar so weit, dass der Korb gefüllt ist mit Sonnenblumen, die aber nie abtrocknen. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeiten im Winter trocknen die nie ab auf eine Feuchtigkeit, die sie keimfähig macht, sodass es meines Wissens nach keine Probleme durch Aussamen von Sonnenblumen in der Zwischenfrucht passieren kann. Andere Pflanzenarten sind da toleranter und können das leichter. Die trocknen in den Schoten leichter. Der Ölrettich trocknet relativ leicht aus und kann dann im Folgejahr tatsächlich zum Keimen kommen. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann abonniere doch gerne unseren Kanal. Wenn du das schon getan hast, dann teile unsere Videos vielleicht mit deinen Freunden. Vielleicht gefällt es dir dann auch. In jedem Fall danke sehr und jetzt geht's weiter mit dem Video. Was kann man jetzt dagegen steuern? Sozusagen vorweg dagegen steuern kann man natürlich bei der Auswahl der Pflanzenarten. Aber in Wirklichkeit bin ich da begrenzt, weil ohnehin nur eine begrenzte Zahl an Pflanzenarten wirtschaftlich sinnvoll ist in der Zwischenfrucht. Ich kann versuchen, die Pflanzenarten, innerhalb der Pflanzenarten Sorten auszuwählen. Das versuchen wir bei unseren Zwischenfruchtmischungen, Sorten auszuwählen, die ein Stück weit längere Vegetationszeiten haben, die später blühen. Da stehen wir, oder ich auch, aber erst am Anfang, das zu verstehen und die Sorten richtig auszuwählen. Ich glaube, dass da aber noch Potenzial ist, um sozusagen Zwischenfruchtbestände und Zwischenfruchtentwicklung besser zu machen. Das ist aber eine Route, in der man angreifen kann. Sorte
Und natürlich theoretisch könnte man auch noch am Saatzeitpunkt angreifen und sagen, ich sehe lieber später aus, damit ich das verhindere. Das ist aber wieder so eine Abwägung und eine Kompromissfindung, weil auf der einen Seite möchte man ja die Zeit des Sonnenscheins nach der Ernte vom Sommer bis in den Herbst optimal nutzen und optimal Photosynthese betreiben und so viel Kohlenstoff wie möglich in den Boden bringen. Das bedeutet natürlich früher aussehen. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, ein Tag im Juli und eine Woche im August, so viel ist wie ein Monat im September oder so in der Art gibt es da einen Spruch. Es soll heißen, je früher die Aussaat, desto mehr bringt das. Das Video verlinke ich dir hier. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es sinnvoll ist und Ziel sein soll, die Zwischenfrucht so früh wie möglich in den Boden zu bringen und dass in den seltensten Fällen, wenn nicht wirklich in Folgekultur ein Riesenrisiko besteht, dass in den seltensten Fällen aufgrund des Risikos des Aussamens eine spätere Aussaat sinnvoll ist. Denn die Effekte, die ich habe durch die frühe Aussaat, durch diese massige Entwicklung unter der Erde, die sind natürlich schon sehr gut. In der Theorie würde es bei ganz frühen Aussaaten natürlich Sinn machen, zu sagen, okay, ich möchte die Blüte verhindern ich möchte das generative Wachstum so gut wie möglich verhindern oder zu reduzieren oder so spät wie möglich einsetzen lassen und walze das, mähe das und bringt dann eine zweite Zwischenfrucht aus. Sozusagen diese zweistufige Zwischenfrucht, das ist aber oft auch wirtschaftlich dann nicht mehr so einfach oder wirtschaftlich nicht darstellbar, wenn man nicht entsprechend darauf eingestellt ist technisch. Das heißt, zusammenfassend bleibt aus meiner Sicht gesagt, es macht Sinn, das Risiko in Kauf zu nehmen, aber sozusagen bewusst das Risiko in Kauf zu nehmen und sich zu überlegen, okay, was passiert, wenn ich zu früh aussehe, was passiert, wenn die Pflanzenarten aussamen, wie kann ich im Frühjahr das managen? Weil die frühe Aussaat eben die Ziele der Zwischenfruchtanbaus besser erfüllen lassen und deshalb die Regel oder das Ziel, so früh wie möglich die Zwischenfrucht in den Boden zu bekommen, sinnvoll bleibt. Das heißt, was für Managementmaßnahmen muss ich setzen? Ich schaue an, was für eine Zwischenfrucht habe ich, welche Arten könnten aussamen und wie kann ich das im Frühjahr managen? Und im konventionellen Ackerbau, also es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Bodenbearbeitung im Bio-Bereich mit mehrmaliger Bodenbearbeitung und dann auch mit stärkeren Eingreifen durch Bodenfräse etc. bekommen die Biolandwirte ja auch andere Unkräuter gut in den Griff und dann bekommen sie auch ausgesamte Zwischenfrüchte. Meistens sehr, sehr gut im Griff, die haben da viel Erfahrungen. Wenn man konventionell Ackerbau betreibt, dann haben wir nämlich auch die Handwerkzeuge der Bodenbearbeitung und oft versucht man hier ja natürlich Bodenbearbeitung zu reduzieren oder auf ein Minimum zu reduzieren oder ganz wegzulassen. Das heißt, da müssen wir auf den chemischen Baukasten, den Baukasten der Herbizide zurückgreifen. Und da gibt es tatsächlich von der Landschaftskammer Niedersachsen aus 2020 eine Veröffentlichung eines Versuchs aus 2019, wo man verschiedenste Zwischenfruchtpflanzenarten ausgesät hat im April und dann verschiedene Herbizide für die unterschiedlichen Kulturen appliziert hat und sich angesehen hat, welche Wirksamkeit haben die verschiedenen Herbizide bei den verschiedenen Zwischenfrüchten. Und wenn man sich das anschaut, ich verlinke dir das hier, diese Studie, die kannst du dir im Detail anschauen, wir können das jetzt nur kurz überfliegen, die haben da 19 Zwischenfruchtarten angesehen. Und zum Beispiel, wenn man sich eben das Beispiel Zuckerrübe anschaut, wo ja oft die Sorge ganz groß ist, weil die Zuckerrübe ist ja so eine Königin der Ackerfrüchte und die möchte man besonders rein haben, dann zeigt sich aber eigentlich, dass mit dem System, das wir vor 4 Jahren noch hatten, in dem Herbizidbaukasten der Zwischenfrüchte mit Betanal Max Pro, also und den gibt's ja auch nicht mehr, weil ein Wirkstoff weggefallen ist und Debüt, Tritosulfuron, auch der Wirkstoff fällt weg, aber da hatte man eigentlich einen Baukasten, wo man bei den meisten Pflanzenarten 100% Wirksamkeit hatte in diesen 3-maligen NRK-Anwendungen, wie das üblich ist. Zum heutigen Zeitpunkt, wo, wie gesagt, Debüt Tritosulfuron wegfällt, wird man sehen, dafür hat man die Conviso-Zuckerrübe mit einem zusätzlichen Herbizid Baustein oder ja, mit den zusätzlichen Herbizidmöglichkeiten, die wiederum viel abdeckt, wo man natürlich andere Themen hat wie Resistenz. Aber ich glaube, auch in der Zuckerrübe bleibt es möglich, die meisten Zwischenfruchtarten, schau dir das, wenn du dich das interessiert, in dem Paper genau an, bleiben die Möglichkeiten, diese gut zu bekämpfen. Im Mais ist es so, dass die meisten Varianten noch zugelassen sind und es zeigt sich, dass eigentlich fast alle Zwischenfruchtarten im Mais mit irgendeinem der Herbizide zumindest 98 oder 100% Wirksamkeit hat. Das heißt, man hat die Möglichkeiten, im Nachauflauf Herbizide anzuwenden und Zwischenfruchtarten zu bekämpfen. Und bei der Kartoffel haben wir verschiedene Herbizid verglichen. Auch hier kann man weitgehend viel mit den Herbiziden bekämpfen der Zwischenfruchtarten. Problematisch sind die grobkörnigen Leguminosen. Im Wesentlichen, wenn man sich das anschaut, das ist zum Beispiel die Winterlicke, die Erbse, die Felderbse, die Ackerbohne. Diese Pflanzenarten, wenn die zum Aussamen kommen und wenn die keimen können, können die mit den Möglichkeiten, die man im Kartoffelanbau
im Herbizidbereich hat, nicht so gut bekämpft werden. Die anderen Arten besser. Schau dir das im Detail an. Diese Studie, wenn dich das interessiert oder wenn du das Thema hast, im Vorweg, um das abzuklären oder im Vorhinein schon darauf vorbereitet zu sein. Und du wirst sehen, für die allermeisten verwendeten Zwischenfruchtarten gibt es Möglichkeiten, auch im Herbizidbereich dagegen anzukämpfen. Das heißt, wie kann man dieses Thema Aussamen der Zwischenfrüchte bestmöglich zusammenfassen? Aus meiner Sicht ist es ein Risiko, das wir in Kauf nehmen müssen, denn eine frühe Aussaat macht meistens wirklich Sinn, weil die Zwischenfrucht optimal Sonnenlicht und Energie ausnutzen kann, um in den Boden hineinzuarbeiten, um am Ende Bodenfruchtbarkeit aufzubauen. Und man muss dieses Risiko des Aussamens meines Erachtens nach in den meisten Fällen in Kauf nehmen, aber smart in Kauf nehmen bedeutet im Vorhinein schon, sich zu überlegen, okay, was kann passieren und wie kann ich dagegen vorgehen. Also, ich hoffe, du hast das mitnehmen können. Wir machen mehr Videos dazu. Ich verlinke hier noch 2 Videos, die sehr gut dazu passen, die dich auch interessieren könnten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.